Guten Abend, wir sind live im Wein-Kreis, 20 Uhr. Wo seid ihr? Hallo, hallo, wo seid ihr? Guck. Björn ist da, hallo Björn. So, aha, Benoît und Céline sind auch schon da. Wunderbar. So, nochmal das Mikrofon fest. Ja, jetzt geht's los. Wie immer schon mal den Hörtest. Hört ihr uns gut? Ist der Ton gut? Irgendwelche Nebengeräusche, Presslufthammer oder sonst irgendwas? Wenn der Ton gut ist, einfach mal einen Daumen hoch, damit wir es auch sehen. Ja. Ich schenke derweil schon mal ein. Ja. So. Ich hoffe, ihr könnt uns hören. Perfekter Ton ohne Pressluft. Das Wunderbar. freut uns. Ja. Ja, wir fangen auch schon mal an. Ja, herzlich willkommen nochmal. Guten Abend. Vielleicht ganz kurz vorab, bevor ihr anfangt zu verkosten, wenn ihr unser kurzes Ankündigungsvideo gesehen habt am Wochenende, dann habe ich da empfohlen, dass ihr vielleicht den Wein vorher karaffiert, weil der braucht viel Luft. Wenn ihr wollt, jetzt auch noch mal ganz kurz den Les Trois Poiriers in eine Karaffe hauen oder in einen Krug oder so und dann einschenken, schmeckt dann einfach viel, viel besser. Und ja gut, wir haben vorhin auch schon karaffiert, aber direkt wieder in die Flasche zurückgetan, damit ihr die schöne Flasche seht. Ja. Genau. Ja, also, ja, Kili, was gibt's zu sagen? Wir sind ja wieder mal in unserem Lieblingsgebiet, der Loire. Ja, wir sind an der Loire. Wir trinken heute unsere zweitlieblingsrebsorte. Das ist der Chenin Blanc. Die mögen wir so gern, weil es viele Qualitäten gemeinsam gibt mit dem Riesling. Einfach das Terroir kann wirklich sehr, sehr schön rübergebracht werden. Die Herkunft kommt schön raus. Das ist auch deine zweitlieblings- oder drittlieblingsrebsorte? Also ist ganz vorne mit dabei auf jeden Fall. Ja. Ja. Genau, wir sind im Anjou. Das Anjou, da kennt man eigentlich hauptsächlich die Region, die wirklich direkt um Angers drumherum liegt. Bei dem Wein, da sind wir in Oiran, das ist quasi schon in Bordeaux. Also es ist echt weit im Süden für die Loire. Poitou. Also eigentlich an der Grenze zum Poitou, ja. Das ist nicht weit nach Poitiers. Genau. Ja. In einem kleinen Örtchen mit einem schönen Schloss, da kann vielleicht der Benoît noch was dazu sagen später. Und da stehen eigentlich gar nicht so viele Reben, oder? Da gibt es ganz wenig Reben, da gibt es viel mehr Äcker und so. Ja. Und Trüffel gibt's. Trüffel auch? Trüffel, die haben Trüffel gefunden, ja, demnächst. Trüffel gibt's. Und ja, aber das da erzählen wir später dazu. Ja. Das ist also wirklich ganz interessant. Ja, eine Zone, die total ab vom Schuss liegt. Also es ist, sagen wir mal, das nächste ist quasi Saumur. Gehört ja auch noch zum Anjou und da fährt man aber, ich glaube, eine halbe oder dreiviertel Stunde. Ja. Es ist also wirklich weit ab vom Schuss. Ihr werdet nachher auch wissen, warum. Ja, jetzt probieren wir mal den Wein und weil nämlich Céline und Benoît scharren schon mit den Hufen, die wollen mit dazu. Ja, also, wie gesagt, wir haben ihn vorher karaffiert, weil am Samstagabend haben Roxana und ich schon eine Flasche weggezwitschert und da haben wir gemerkt, der braucht einfach gerade viel Luft. Ja. Ja, also ich habe eine richtig schöne Quitten- und Birnenfrucht, total, also dieses klassische gelbe Obst, was da rauskommt. Ja, und die Quitte ist überhaupt ein ganz typisches Aroma für Chenin Blanc und hier kommt die in einer ganz reifen Art rüber, ne, so eine vollreife Quitte, eine meiner Lieblingsfrüchte auch, also in echt, nicht nur im Wein. Und so riecht sie wirklich, wenn sie ganz reif ist und sie so frisch reibst oder so. Ne? Ein sehr schön kräftiger, reifer Duft. Der hat jetzt überhaupt nicht diese Reduktion, die er am Anfang hatte. Ja. So ein bisschen was Feuersteiniges oder Rauchiges kommt vielleicht noch raus von der Reduktion, aber das ist echt nicht störend. Sehr reich im Geschmack, reich und reif, ne? Hat aber auch eine schöne knackige Säure. Ja.
Ja. Und das ist immer ganz besonders bei den Weinen von den beiden. Die lesen ihre Trauben wirklich sehr, sehr reif, hochreif. Und die haben trotzdem noch eine schöne Säure. Also das sind keine Leichtweine. Hier sprechen wir auch von 14 Volumenprozent. Also es ist schon ein ganz schöner Apparat. Aber er bleibt eigentlich schön frisch. Ne? Eine schöne Länge auch, viel Volumen und geschmeidig. Ja. Genau. Und jetzt die beiden zappeln schon. Wir holen sie jetzt mal mit dazu. Céline und Benoît. Gleich geht's los. So, wo sind sie? Da sind sie. Jawohl. Und gleich sind sie mit dabei. Vielleicht sogar mit Hund. Oder vielleicht mit Hund. Salut. Salut. Oh, salut. Désolé. Aucun problème. Yeah, we have to speak English now. Oh, yes. Oh, we translate. So we just check. Yeah. Salut Benoît. Salut. Benoît und Céline, die haben gesagt, wir haben natürlich vorher unseren Test gemacht und haben gesagt, sie wollen jetzt erstmal noch eine Flasche Wein trinken. Ich glaube, die haben Wort gehalten, ja, so wie es aussieht. Donc, you already have drunk your first bottle of wine. Vous avez bu votre première bouteille, n'est-ce pas? En fait, on a bu le premier Magnum, on avait dit. Ja. Also die erste Magnum ist jetzt schon verdaut. Ja. Yeah, les trois Poiriers. So the three pear trees, of course. Yes. And why is the wine called Trois Poiriers? What's the reason for the name? This is the name of the parcel of the vines. Okay. Okay. Very, very. We are very old, three very old trees. Yes. Voilà. Yes. And the soil is very interesting. That's why we decided to give the name of the wine. Les trois poiriers. Yes. Yes, voilà. Yes, we haven't spoken about the soils in Oiron, where we have to speak about Oiron as well, because it's such a remote place. There's almost no wine growing around, and there's just a little in your place as well. But you talked about the soil. Which soil do you have in Oiron? Les sols, technical. Yes. Yes, very good. Les sols, Oiron is grès. Le grès, c'est grès roussard. Oui. On est au confluent du schiste, du bassin de schiste. Donc, c'est le bassin armoricain et lequel on a sur le bassin parisien. Also, das ist, die sind in der Gegend, wo die armorikanische Platte an das Pariser Becken stößt, und da haben wir zwei verschiedene Gesteine. Einmal das Pariser Becken, das ist also eine typische Kalkformation, die geht ja weit in die Champagne rein und so. Und die armorikanische Platte sind Urgesteinsböden und Schiefer. Also, voilà. Ja. Und da sind sie genau dazwischen, und das sind sehr, sehr, sehr lehmige Böden auch dort, ja, erstaunlicherweise. So the soil is very different to other soils in the Anjou and in the Saumurois. It's very special. Yes. Yes. Et en plus, c'est qu'on est sur un terroir qui est en altitude. Oui. Pour la Loire, ce qui est très original, c'est que les points hauts dans notre région sont la corniche angevine à Savonnières, 90 mètres. Oui. Et à Oiron, on est à 135 mètres. Ah, Okay. Okay. Also das ist eine Lage, die für Loire-Verhältnisse sehr hoch liegt, also auf fast auf 135, ja, 130 Meter. Ansonsten ist ähnlich hoch noch in Savonnières so ein Weinhügel, der ist auf 80, hat er gesagt, ne? Ja, genau. Und but you don't come from Oiron. Why have you chosen to be in Oiron? And where is Oiron? What is Oiron about?
Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, when we study wines, we begin to work in Chinon appellation and in Saumur. And when we decided to have our wine, to be owner of vines, we tried to buy some acres of wine, some hectares of vines, but it was too expensive for us. So we tried to choose very old situation where people produce wine that's so far away, and with not a lot of producer, very limited production. You understand that? Yes, and this search for this terroir, which was formerly well known, which was formerly famous, and which has been forgotten. It took you a long time, I think 2 years. We came here in Oiron in 2004, and we bought a vineyard of very old people, Bernard Coutel. We work very clean, without any chemical products, with horse, not a lot of machine, and that's very interesting to have a very clean vineyard. It's very small. Yes. A garden. Un garden, on appelle ça un jardin. Only 5 hectares of vines at the beginning. Yeah. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est autre que l'originalité du terroir, la grande typicité, c'est que c'est un matériel végétal qui était déjà très protégé. Tout ce qu'a planté notre prédécesseur n'a pas été issu de clones. Je vais traduire. Also das Besondere, das habe ich jetzt nicht verstanden, das letzte. Ich erkläre es nochmal. Also das Besondere ist ja eigentlich, die beiden haben ja tatsächlich dann dieses Terroir in Oiron gefunden. Und da gab es also 5 Hektar Reben insgesamt noch. Und sie haben das Glück gehabt, jemanden zu treffen, der eigentlich in Rente gehen wollte, der die meisten Reben dort hatte. Und das war natürlich ein älterer Mann, der auch immer biologisch gearbeitet hat. Er hat seine ganzen Weinberge noch mit dem Pferd bearbeitet. Also sie haben eigentlich schon einen Weinberg übernommen, der immer biologisch bearbeitet wurde. Und das Interessante ist natürlich auch ein ganz alter Rebbestand. Vor allen Dingen sind da nie irgendwelche geklonte Reben gepflanzt worden, sondern einfach immer wieder selbst vermehrt, so dass dort ein sehr interessanter, unverwechselbarer Rebbestand ist. Did you plant other vines on their own roots or are they grafted? Oh, sorry. Les vignes, ils sont sur ses propres pieds ou c'est Front de pied. Front de pied. Okay. These are greffés. Wow. Okay. Ils étaient On a des très vieilles vignes quand on s'est installé qui étaient encore en pied franc direct. Oui. Et tout ce qu'on a multiplié, nous, on a regreffé sur des porte-greffes. Okay. Also die ganz alten Anlagen, die sind noch auf dem eigenen Wurzelwerk, also wurzelecht. Und die neu angelegten, die sind zwar mit dem alten Pflanzmaterial hergestellt, aber auf amerikanische Unterlagsreben gepfropft. Yeah. No. But I think what's very interesting with your wines and as well with the Trois Poiriers, that we have these very, very ripe aromas. They are very rich, but they're very fresh in the next time, in the same time. So how can you explain that? It's really very special, very special structure. All our vines are situated on the same soil, so that's why we decided to separate, to pick the grape at different maturity to make difference of our different wines of whites. So that's why the first cuvée that we produce is ancestral,
This is sparkling with ancestral methods. And 2 weeks after, we come back in the same vines to pick other grapes with a higher maturity to produce les trois poiriers. And we keep other grapes to have a more sweet wine with natural sugar and residual sugar, and that's the Blet tendre cuvée. Okay. Yes. So this wine is representative of a very typical grapes, maturity of grapes. And when we pick the grapes all by hand, we press the grapes, and after we put down barrels, the juice. No, yes. La maturité, c'est ce qui est le plus important. Ouais, c'est more important for us. L'équilibre de maturité entre les acidités et les sucres amène toute la complexité du vin. En sachant qu'on fait un pressurage donc très lent et doux, et on veut garder tous les jus en totalité, donc pas de débourbage. Can I translate, please? Yes, Kilian will translate. No, I can try. The Magnum. Wow, this is going to be a long night. Okay, also, weil die kompletten Rebestände alle auf dem gleichen Boden sind, versuchen sie verschiedene Cuvées herzustellen, einfach dadurch, dass zu verschiedenen Zeitpunkten gelesen wird. Dadurch kriegt man Unterschiede in der Süße-Säure-Balance vom Most und dann auch im Wein. You check, if this okay. Ouais. Der erste Wein, der immer gelesen wird, ist ein Schaumwein. Der wird nach der Methode Ancestral hergestellt. Da könnt ihr mal eine Frage stellen, wie das denn genau funktioniert. Das ist nämlich nicht die Champagner-Methode. Und als zweiter Wein oder als zweites werden die Trauben für den Wein gelesen. Die kommen einfach alle aus dem gleichen Weinberg, nur wird eben am Anfang es wird immer was übrig gelassen im Weinberg. Ah, c'est déjà vide? Roxana, elle a soif aussi. Genau, also die gehen einfach öfters durch den Weinberg und nehmen immer einen Teil von den Trauben mit und machen dann den Wein. Kathi, das kann ich dir vielleicht mal wann anders erklären, weil das geht wahrscheinlich dann zu tief in die Materie rein. Genau, und bei den Weinen ist es so, die werden ganz sanft gepresst, also mit wenig Pressdruck. Yes. Dann braucht man aber sehr lange, um eben den ganzen Saft aus den Trauben zu bekommen. Und dadurch hat einfach der Saft noch ein bisschen Kontakt mit der Schale und den restlichen Traubeninhaltsstoffen. Und das gibt dann nochmal mehr Struktur. Und ich denke, dass man das auch ganz gut rausmacht. Yeah. So the first questions are coming in. Björn, he wants to know something very personal. What came first, the love for the wine or the love for each other? Donc, c'était l'amour du vin en premier ou l'amour entre vous deux? Ah bah l'amour entre nous deux. L'amour du vin, l'amour du vin et notre amour à deux. En Oui. fait, lui est le pur technicien. Moi, je suis plus la personne qui profite. Et la gourmande. Oui. Mais en fait, l'association des deux, c'était un rêve à l'origine. En sortant d'études, on se l'était promis. On a trouvé le terroir qui nous convenait. Petit terroir oublié et vraiment en plein cœur de la nature. On est vraiment baigné tous les jours au quotidien. La nature, en fait, nous accompagne et pour nous, on est vraiment là pour accomplir un travail sur la nature. Et notre équilibre. Et c'est notre besoin au quotidien, cette nature. Voilà. Also, ja, das war jetzt eine sehr ausführliche Antwort. Also im Prinzip, ich kürze es mal ein bisschen ab. Das kam alles so gemeinsam und es verstärkt sich und führt sich immer noch weiter fort, weil sie eben das Glück hatten, dieses vergessene Terroir in diesem ein bisschen abgelegenen Ort zu finden, mitten in der Natur. Und beide genießen das, dass sie sich eben lieben und den Wein. Tell us about Oiron, because it's a very special place, actually. Yeah. Oiron,
Waron is famous for, thanks to the castle, a very big representation of different modern and comment on va dire contemporary exposition. And this castle was built for Madame de Montespan. And Madame de Montespan decided to build two special hospice for people, and thanks to a rich fountain of water, we people try to comment on va dire, pour guérir les maladies de peau. Ja, also das ist auch die haben eine Heilquelle dort auch, wo eben Hautkrankheiten behandelt werden. And l'originalité, c'est la grande forêt aussi. Oui, and the place in Waron, very popular too, is the big forest domain, a very big domain of who protect our vines, a very rich, poumon? Non, poumon. Poumon vert? Poumon. Ja, eine Lunge, ja. Ja. Voilà. Ja. Ja, very nice. Ja, une belle région, Waron. Yes. Tout petit. Und, ja, also das ist wirklich unglaublich. Das ist irgendwie mitten im Nirgendwo. Ja, da poppt dann so ein Riesenschloss auf und dann gibt's diese Hospice. Also das hat dann halt immer alles dazugehört. Ne? Wenn dann schon mal so eine königliche Nummer dann abgezogen wurde, dann haben die das auch richtig gemacht. Und aber das ist das ist ein Dorf eigentlich. Ne? Und also wunderschön. Das ist wie im Bilderbuch. So that's really beautiful. And I remember the first time I went to Waron, that was really a long way. Yeah, but it's good. So I'm very curious about, well, you have all these labels on the backside of the bottle. And of course we know the bio label and the biodynamic for the biodynamic. And then there's another one, Vin Méthode Nature. So what is that? Moi, Bernd, moi, derrière, j'ai un code barre. Also Benoît sagt, nee, also danach hat er immer einen Kopfschmerz. Not possible. Non, pourquoi on a une certification depuis au moins 10 ans, on essaie de faire des vins le plus juste possible et le plus précis. Et tout le cheminement du jus de raisin jusqu'à l'élevage et la mise en bouteille, on a un protocole très précis d'essayer de travailler sans pompe, peu de contact à l'oxygène de nos jus pour pas les... Je vais traduire. Also seit über 10 Jahren versuchen die eben so gerecht und so natürlich zu arbeiten, wie es geht. Und das Ganze ist nicht irgendwie ein Zufall, sondern die haben sich natürlich selber sozusagen so ein Pflichtenheft auferlegt. Und also das wird alles sehr, sehr präzise gemacht, vom Saft bis zum Wein, absolut schonend. Möglichst oder eigentlich findet gar kein Pumpen statt, kaum eine Beeinflussung. Wie? Oui, et donc tous ces petits choix techniques, itinéraires très précis, font que on arrive à écouler nos jus de raisin donc par la gravité en barrique, et toute la phase de fermentation, qu'elle soit alcoolique comme malolactique, se font naturellement, sans aucun contrôle de température ou d'apport d'oxygène ou quoi que ce soit. Et le métabolisme de protection naturelle, les antioxydants travaillent énormément et permettent d'avoir une grande justesse dans les vins. Also wie gesagt, also es findet erstmal überhaupt kein Pumpen statt. Alles geht mit
mit Schwerkraft. Die ganzen Gärungen laufen natürlich mit den indigenen Hefen, also sind alles Spontangärungen und da wird auch erstmal nichts irgendwie mit Schwefel geschützt oder so, weil durch die ganzen Vorgänge und mit ihren Methoden schützt sich der Wein erstmal selbst. Ouais. Et donc jusqu'à ce qu'on appelle la remise en masse, donc de l'ensemble des barriques, on arrive à travailler sans soufre, sans aucun produit. Et la justesse, c'est que justement cette énergie des vins, cette tension sur les vins se protège naturellement. Et on arrive toujours à garder jusqu'à la mise en bouteille. Là, on goûte les 3 Poiriers 2019 et on est encore à 18 mg de SO2 total. Mhm. Wow. Ja, c'est très, très peu. Also bis die Weine zusammengelegt werden in den Tank, um die Cuvée zu machen, gibt es überhaupt keine Schwefelgabe. Wir sagen einfach, die Energie des Weins, die Gesundheit des Weines, die hält ihn eigentlich fit, die brauchen sie gar nichts und da braucht der Wein erstmal nichts. Und wenn wir jetzt hier den 2019er probieren, dann haben wir einen Wein, der hat 19 Milligramm gesamte schwefelige Säure. Das kann ich euch sagen, das ist sehr, sehr wenig. Ja. Das ist sogar 1 Gramm weniger als unser Sauvignon. C'est à moins 1 gramme de SO2 moins que notre Sauvignon blanc. Je vous félicite. Herzlichen Glückwunsch. Ouais. Il y avait déjà une question. C'est l'intérêt de ce syndicat maintenant, c'est vraiment de certifier vraiment ce type de vin en fait, où on fait voilà, parce que sur nos propres étiquettes, il ne nous est pas proposé d'indiquer ce genre d'éléments. Et grâce au syndicat, en fait, maintenant, c'est des certifications supplémentaires et pour nous, c'est... Ouais. Also das ist im Prinzip ein Verband dieser Naturweinerzeuger jetzt, der eben dieses Zertifikat ausgibt. Mais qu'est-ce que ça, il y a un cahier de charge quand même pour ces certificats. Et c'est quoi exactement? Donc bien sûr, autre que la vendange qui est manuelle, est en bio automatiquement, mais surtout après c'est tout un protocole dans la cave où on doit le moins intervenir possible et surtout c'est le résultat pas le résultat, mais c'est contrôlé par une analyse très précise sur la turbidité des vins, sur les alcools acquis naturels, s'il y a des sucres résiduels et après surtout sur le SO2. Voir pendant tout le protocole, on a su être juste dans l'élevage des vins. Mais c'est pas forcément un vin sans soufre. Alors, sans soufre ajouté. On a deux labellisations. C'est soit méthode de vin naturel sans sulfite ajouté ou méthode de vin naturel où on est à moins de 30 mg de SO2 total. Okay, also ich habe gefragt, oder willst du es sagen, Kili? Oder? Ja, also es wird vorausgesetzt für dieses Label, dass man biologisch arbeitet. Dann ist vorausgesetzt, dass man nur von Hand liest, also keine Vollernte benutzt. Dann werden strenge Analysen gemacht vom Zucker im Most und vom fertigen Wein, habe ich das richtig verstanden? Ja. Dass man eben nachvollziehen kann, ob chaptalisiert wurde, also Zucker zugesetzt, um einen höheren Alkohol zu erreichen zum Beispiel. Dann habe ich das richtig verstanden, dass auf Ei kontrolliert wird? Auf Schwefel. Schwefel, also das nicht mehr als 30 Milligramm schwefelige Säure. Das ist schon wenig, ja. Und was war Turbitur? Oder so ähnlich? Das habe ich jetzt nicht so richtig mitgekriegt, aber und es gibt noch eben das Label dann ohne zugesetzten Schwefel. So, jetzt haben wir ein paar Fragen. Kilian, willst du mal schauen nochmal? Ja. Ich habe es nämlich gar nicht mitgekriegt. Il y a plusieurs questions. On va regarder. So, Alex asks, Chenin from Vouvray have different typicity than Cheninas from Anjou.
For me, Anjou Chenin are among the best in the world. Is that just the difference of the soil? C'est quoi? Vous avez compris La différence des Vouvray et des Chenin Anjou, ça vient du sol ou c'est aussi des autres choses? Avant tout, c'est les sols. Avant tout, les sols parlent. La Touraine, en général, que ce soit Montlouis, Vouvray, Oui. on est sur le terrain du bassin parisien. Donc, on est sur des conditions calcaires et basiques. Oui. On peut parler de l'Anjou, que ce soit Anjou, Savenière, en sec, par exemple. On est sur des terrains donc, du massif armoricain et on est plus sur des terrains acides et plus de minéralité, mais une minéralité sur l'acidité. D'accord. Schist. Nee. Also im Vouvray hat man andere Böden, das sind Böden aus dem Pariser Becken, also zum Beispiel Tuff, Kreide, Kalkstein. In Anjou hat man vor allem, was war's, vulkanische und Urgesteinsböden genau. eben, ja, und Schiefer. Und Schiefer. Ja. Ja, das ist der große Unterschied. Ja. Genau. Machst du weiter? Ja. Jusqu'à Saumur, en fait, c'est ça ce qu'il faut. Sorry, pardon? Jusqu'à de la Touraine jusqu'à Saumur, en fait, il y a les calcaires, le fameux pot qui a servi à construire les châteaux de la Loire, en fait, roche très, très friable qui marque les sols, en fait, différemment de chez nous. Also also die ganze Touraine bis eben Saumur einschließlich habt ihr die Kalkböden und dann auch diesen typischen Kreidetuff. Das ist ja so ein ganz weicher Stein, aus dem die Schlösser der Loire gebaut sind. Und das Interessante ist, sobald er an die Luft kommt, wird er relativ hart. Ja? Also in den Kellern, die in den Tuff reingegraben sind, da könnt ihr fast mit dem Finger ein Loch reinmachen. Ja. Aber sobald das Ding an der Luft trocknet, wird's richtig hart. Da kannst du eine Festung draus bauen. Ja. So, wir machen weiter mit den Fragen. Kati asks, she has a strong taste of salt water in the wine. Do you have that as well? And it reminds her of being on vacation at the seaside. I'm not sure if that's a question or not. And then the next question is from Marion. She asks, why do you have 14% of alcohol? It doesn't disturb her, but she was really surprised. Ouais, elle est très impressionnée par le taux d'alcool oui, qu'il y a. Oui. Et c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, en fait, c'est cet équilibre de maturité des raisins qui est essentiel à la base. De maintenir des grandes concentrations aromatiques en préservant des acidités. Et c'est notre sol, en fait, aussi qui parle encore et qui nous permet d'obtenir ce genre de concentration. Et à aucun moment, malgré les élevages, malgré des vins assez concentrés comme ça, on n'a pas cette perception brûlante ou gênante de l'alcool. Bon, le seul avantage, c'est qu'on peut être sous un peu plus vite. Okay, es kurz zu fassen, es geht da hauptsächlich um die Balance und solange man keinen brennenden Geschmack hat, stört es auch nicht. Ja, also es hängt natürlich auch damit zusammen, eben, dass die Trauben sehr, sehr reif gelesen werden. Das hängt auch mit den Böden zusammen, dass sie eben diese ganz spezielle Balance, die ich eigentlich persönlich auch nur von deren Weinen kenne, haben. Und es gibt dann noch einen Vorteil, man ist schneller betrunken, sagt die Céline. Ah, stimmt, das ist kosteneffizient. Ja. Da springt das Schwabenherz. Et il y a autre chose aussi qu'il faut ajouter, c'est que contrairement à Saumur, en fait, on est assez éloigné des rivières, assez éloigné du fleuve, la Loire. On a des terrains très très secs et donc du coup, on a des raisins qui vont facilement qui vont arriver facilement en surmaturité. Ah, d'accord. Je pense aussi qu'il y a une évolution climatologique qui fait que on ramasse des équilibres. Hundeproblem. Non, regarde. Ja, da ist er. Oui, on aime les animaux. Coucou.
Bah, on a fait déjà des dégustations avec nos chats et tout. Oui, Ça y est, oui. Ja, wir mögen halt die Tiere. Ja. Sagst du, Kili? Ja, Oder? Ja. also da ging es jetzt gerade noch darum, dass man eben sehr, sehr weit vom Fluss weg ist. Das heißt, man hat ein viel trockeneres Klima und viel trockenere Böden und dadurch erreicht man sehr viel schneller eine höhere Traubenreife. Ja, und schnell auch eine Überreife. Genau. Ja. Et la prochaine question, c'est si les enfants, ils vous êtes déjà dans la cave. ah oui, merci. Grâce au confinement, on a pu faire travailler nos enfants. L'année passée, ils étaient tous les deux encore étudiants et ils sont venus travailler dans la vigne. On a même pu planter de la vigne avec eux, donc tous les quatre, c'était vraiment un chouette moment. C'était un très très beau. Super, oui, c'est beau. Du pinot noir. Du pinot noir. Oh, aïe, aïe, aïe. Non, là, ça y est, hein, tout le monde le sait. Donc on va attendre un petit peu, hein, il est juste planté. Hein. Mais du coup, ils ont participé. Depuis toujours, on les a toujours habitués, de toute façon, à participer aux différents travaux parce que la vigne et le vin, c'est toute l'année. Oui. Donc voilà, pour avoir du temps libre, eh bien, voilà. On donne un coup de main, mais bon, voilà, quoi. Les enfants participent. Et puis Maxime a suivi des études aussi dans le vin. Non, la chance qu'on a, c'est qu'on côtoie beaucoup d'amis vignerons, on goûte beaucoup de vin, et en fin de compte, on échange énormément aussi avec nos enfants sur nos différents échanges paysans. Ouais, Ah. ouais. Riche. Ouais. Ils sont Kilian, du was erzählen? Ja. Also, bin faul heute. kein Problem. Die Kinder, die helfen auf jeden Fall mit. Und vor allem jetzt dank des Lockdowns und Corona haben die eh nicht sehr viel zu tun und dürfen nicht raus. Deswegen haben sie viel im Weinberg und im Keller mitgeholfen. Es wurden Reben neu gepflanzt, was sehr viel Arbeit ist. Die sind beide noch in der Schule. Der Sohn studiert, il fait ses études à Bordeaux, non? Il a fait ses études à Nantes. Il a fait ses études à Nantes. Ah, d'accord. Also der Sohn, der studiert Weinbau in Nantes und die Tochter, die ist noch auf dem Gymnasium, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, weil die eben viele Winzer haben, viele Freunde haben, die auch Winzer sind und die haben auch Kinder, machen die dann oft so Austausch. Ja, genau. Und Ja. sie haben Pinot Noir gepflanzt dieses Ja, Jahr. genau. Man muss natürlich sagen, es sind natürlich auch Momente in einer Familie, die sonst eigentlich nicht stattfinden, die selten sind, die jetzt fast sogar aufgezwungen sind. Einfach diese Gemeinsamkeit, das gemeinsame, enge Zusammensein und Arbeiten, eine schöne Sache. Ja. Nächste Frage, next question. What is your most precious wine in the cellar that you didn't make yourself? Ah, pardon, j'ai pas bien entendu, excusez-moi. Le plus grand trésor dans votre cave que vous n'avez pas vinifié vous-même. Ah, Attends, quel est le trésor qu'on La plus belle bouteille. la plus belle bouteille Oui. dans notre cave. qu'on n'a pas vinifié. Il Il y a très peu. Hein. Comment? La plus belle bouteille de nos copains? Mais il y en a Oui, dans votre cave, le plus grand trésor que vous avez dans la cave. Le plus grand trésor, je crois que c'est honnêtement, c'est la bouteille qu'on va boire avec la plus belle simplicité. Ok, ça c'est très. Ja. Also, ja, Charlotte, die Antwort ist natürlich sehr weise, ne, und sehr diplomatisch. Die lassen nichts raus. Also es ist die Flasche, die man mit der größten Leichtigkeit trinkt, sozusagen. Aber also wir haben dort bei den beiden schon ein paar echte Kracher schon mal getrunken. Ja. Ja. Kann man so stehen lassen. Ja. On peut avoir des très grandes bouteilles, je veux dire, par le volume ou renommée. Oui. Mais il y a des moments où tu n'es pas réceptif à goûter une bouteille de vin. Ouais. Alors,
des périodes où tu peux rentrer du travail, tu as des potes qui arrivent ou tu as envie de boire un verre de vin. Et en même temps, c'est peut-être là, c'est quand tu prépares ta cuisine, c'est peut-être là, c'est le meilleur verre de vin et le meilleur moment que tu partages. C'est Oui. Also das ist wirklich, es kommt also wirklich echt auf die Gelegenheit drauf an, ja, wenn du von der Arbeit kommst, vom Feld, vom Weinberg und dann kommen deine Freunde und wollen einfach ein Glas Wein trinken, dann willst du nichts Kompliziertes, nichts Hochstehendes, sondern du willst einfach ein einfaches Glas Wein und das ist dann das beste Glas Wein, das es überhaupt gibt. Ne? So, donc... même, tu sais que s'il en reste des fois même le lendemain, c'est encore meilleur. Parce qu'on se rappelle le bon souvenir. Oui, voilà. Und man muss da noch eine gute Erinnerung dran haben. Donc, un plat typique qui va très bien avec les trois poiriers de la région. De notre région, je pense que chez nous, on est à 2 heures de l'Atlantique et on sort tout juste de la grande saison, nous, des Saint-Jacques. Ouais, avec plein de beurre et une poêle de truffe quand même. Hein. Ouais. Ouais, je suis complètement d'accord. Also, Sie sind nur 2 Stunden vom Atlantik entfernt und jetzt hört leider gerade die Jakobsmuschelsaison auf. Aber so eine Jakobsmuschel mit viel Butter und ordentlich Trüffel passt ganz gut. Ja. Ouais, très simple, einfach. Die einfachen Sachen sind immer am besten. Ouais, les choses simples sont les meilleures quand même. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on fait des magnums. Oui. Genau. Und dafür gibt es nämlich Magnums auch. Ja. L'autre jour, on avait des amis restaurateurs qui sont venus nous voir parce que ils avaient besoin de se faire remonter le moral et puis nous remonter le moral aussi. Et on est venu avec des huîtres et on a ouvert un magnum de 3 poiriers. Fabuleux. C'était Also es sind schon während Corona immer wieder mal ein paar Gastronomen, ein paar Köche vorbeigekommen, die einfach mal ein bisschen aufgemuntert werden mussten und die haben dann auch Céline und Benoît aufgemuntert und die kamen dann zum Beispiel mal mit einem Korb Austern oder so und da passte die Trois Poiriers auch dazu. Ouais. Ça devient très dur, hein, là maintenant la conversation. Sans manger. Also jetzt die Konversation, die wird echt hart jetzt gerade. Ne? Ohne Essen sitzen wir hier da, mais on a pas mal des Trüffel dans le congélateur. Nous. Wir haben einige Trüffel im Tiefkühlfach, weil nämlich it's a really no, it's not a funny story because I was very nervous. Every February we sell the truffles from Sylvain Fada. From Domaine d'Opiac. And this year they arrived when we just had this terrible frost from one day to another, like snowstorms and everything. And the truffles arrived directly from Marseille at Leipzig in the east of Germany. So you wouldn't expect the things from France arriving in Leipzig, and there the cold was the worst. So they had -25 or something like that. And the truffles were blocked for a week or so, but they were frozen. So this time, usually they're fresh, but they were frozen. But so we have them frozen and they're very, very good. And tomorrow we are going to make a good risotto with a wonderful Italian rice. And I think this will be a very dark risotto. Mais je pense que on est tellement amoureux de très grands vins et très bons vins. Ouais. On va partager nos bouteilles, mais on est aussi amoureux de la cuisine. Oui, bien sûr. Et tout est associé. Oui. Pratiquement. Oui. 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 Also for la cuisine, Charlotte says that you can give the contact of your friends also to her so that she can get some nice oysters as well. Yes, but you have to travel. Oysters are best in the Loire. Here they don't taste the same, even if they're the same. Yeah, Björn, he wants truffles now. Björn, I don't know if you can have some truffles because there are not so many left, and
Yes, you have some really travel lovers Yeah, here hungry mouths. on the air. So I don't know if there's something left. Yes. So Oliver Krauter, he says, yeah, he wants to know the next wines for the next Tuesdays. Oliver, we talk about that in a moment. Yes. Wir sagen euch gleich dann, was zumindest nächsten Dienstag kommt. Wir haben dann etwa eine Überraschung erlebt. Ja. Yeah, so we had a surprise. Yes. So, Terre Blanche. Mais je reste dans mon idée que tout ce qu'on a fait, notre travail de paysans vignerons, notre carte de visite ne reste que la qualité de nos vins. Ja. Das sagt also egal welche Qualitäten Sie auch als Winzer haben, die Visitenkarte bleibt die Qualität der Weine. Und das kann ich euch sagen, die ist wirklich top. Ja, das ist wirklich großartig. I repeat. I answer in English. Sorry. Yes, I think. Yes, I was very much surprised when I tasted the first of your wines. That was the Cabernet Franc. That was the Poiriers. Ouais. Yes, and friends of us, they made me taste the wine, and they didn't say anything, and I tasted it, and I said, well, that's funny. It's really funny. It reminds me of the Poiriers, but it tastes much more like a wine from the south. It's not Poiriers, but it has the elegance. It has it's really powerful. And so what is it? I was really just, wow, this is great. This is fantastic. And that's Welcome, Poiron. Yes. Yeah. So that was really excellent, outstanding. And I think your wines, they have a very strong personality because they're so different. They're really different. They have a little bit a southern touch. They're not like any other Loire wines. That's true. They're really concentrated. They have quite a punch. They're really powerful. They need lots of oxygen, and they need good food to accompany them. And speaking of your sparkling, the Méthode Ancestrale, this is really outstanding as well because usually you have the Ancestral, which is more or less like a Pétillant Naturel, which is now en vogue. And you have things that, well, people say it's wine, but I don't know. It doesn't look like wine. It doesn't taste like wine. And but yours tastes like really excellent wine. So that's really outstanding, the whole production. Thank you. Merci beaucoup. Je t'en prie. T'as tout compris, toi? Yes. Merci. Je trie. Mais je le vois. Yes, I shouldn't have said this because now the prices are going to rise. Quand t'es sérieux, je le vois. Yes. Well, pour nous, c'est une grande fierté de vous avoir rencontré. Ouais. Bah, merci pour nous aussi. Mais je pense qu'il y a des moments quand on doit se rencontrer, on se rencontre et nos relations sont tellement plus saines et plus pérennes quand ça se fait naturellement. Oui. Et c'est à travers des amis communs. Oui. Ja, also das waren jetzt sehr freundschaftliche Worte. Sie beiden sich sehr freuen, sehr stolz sind, dass wir unsere Bekanntschaft gemacht haben. Und das Schönste ist, wenn sowas völlig natürlich passiert. Und das war natürlich auch so. Es war auch so, dass der Benoît gesagt hat, naja, also wenn du meinen Wein kaufen willst, musst du erstmal zu mir kommen.
und musst es erstmal angucken und wenn du es dann noch gut findest, dann können wir dir auch einen Wein verkaufen, ja? Aber vorher musst du kommen. Und machen wir sowieso, das war gut. Je raconte, Non, mais je m'en fous. I explained that Je la connais l'histoire. that when we met, and you said, okay, but before I sell you my wine, you have to come here, you have to visit the domain, you have to see everything, the terroir, and then maybe I can sell you the wine. And I thought this is a nice guy. He is cool. And this day, you offer us a bottle of your wine and another bottle of a very, very, very special vineyard of Germany, the Yeah. one of Frankion. Yes. Yes. They are very, very good friend for us. Yes. And come here at home and we love them. Yes, yeah, that's really fantastic. And we had a tasting with them a few weeks ago. Yeah. So Björn is asking another question. Are there some special grapes that you want to test? Well, of course, you said you're trying Pinot Noir now. You're growing Pinot Noir, but are there other grape varietals you'd like to grow? Alors, ben oui, on a aussi Chardonnay. We have a little part of Chardonnay, and we work like in Jura. Yes. Very, very long aging in woods, in barrels during 24 months. But you have a... Non, le Chardonnay. You have a special voile, okay? Mm-hmm. During the aging, and we don't open this voile differently than in Jura. Ils percent le voile pour vraiment rechercher l'oxydation au maximum. Nous, on ne cherche pas cette oxydation à son maximum, on veut juste chercher un très long élevage oxydatif, mais pas provoqué. Mais pas Yes. naturel, conserver la typicité de notre cépage sur notre terroir. Oui. Okay. So I translate. Also Sie probieren schon ziemlich viele Sachen aus. Zum Beispiel bei uns in Chardonnay an, der eigentlich auch überhaupt nicht typisch ist für die Region. Und das ist ein ganz besonderer Chardonnay. Der wird sehr lange ausgebaut und also im Prinzip wie im Jura oxidativ, also mit Sauerstoffeinfluss. Der kriegt dann so ein Hefeflor, wie ihr es auch vielleicht beim Sherry kennt und so. 24 Monate im Fass, ja, das war's dann. Ja. Und das ist wirklich ein ganz spezieller Wein. Und ja, also den wollten wir eigentlich auch aufnehmen, aber da kam Corona dazwischen, haben wir gesagt, das machen wir erstmal langsam. Ah, voilà. Ah, très bien. Bon, c'est fini, Roxana, quitte-le. So actually, I was explaining the Chardonnay, which I really love because it's really special. It's not, I think if you taste it, if you think of a Chardonnay or if you expect a Chardonnay, you might be disappointed because it's so different. But if you see it just as a wine, it's so fantastic. It's really outstanding. And actually, I wanted to integrate it into our selection, but Corona said, okay, we make a break. But we'll have it. So because I really love it, it's really very special. Production. I didn't get that. We have a very small production of the Chardonnay. Yes. And that's why it's very. Yes, but it will be available here as well. You know, it's really, really great. I want to ask one more question. Ça, c'est un grand vin. Ça, c'est très bon. On peut acheter ça où? Ça, yes, you get it at Wein-Kreis in Stuttgart. Link in bio. Link in bio. And then, we have as well some other wines. Yes. Of course, Le Clos Bel Air, which is another step further. Ganz rar. Yeah.
wenn ihr was wollt, morgen kommen. Morgen bis um 10. Morgen bis um 10. Ab 10:30 wird schwierig. Ja. So, no, it's really, really, really great. Yes. There was one question which was not asked yet, so I want to ask it. At what age would you like to drink this wine? So now it's really young, maybe in 5 years, 10 years? And more and more. No. No. We just begin to vinify this grape since 2004. So the last bottle that we taste, it was 2004, five recently. Ouais. Yeah. Mhm. And it was very, very good, very interesting wine. 5-6 ans. But I think it's very interesting to drink with between 5 to 7 years old. But very, very, very good. Yes, Yes. yes, but we have tasted some of your older wines, and they were really excellent. I remember I think last year we tasted 2009. when yes, we I were think at your so, place. but we also tasted an old Ancestral, which was excellent. Oh, that was so good. Yes, it was outstanding. So, and we had 2007 Les Poiriers, Right. the Cabernet Franc, which was really fantastic. Right. So, and we had at least one 2009 and maybe another Trois Poiriers. And Probably they were on your- really fantastic. So they're aging very, very well. Yeah, that permit to have a little oxidation, but with fresh fruit, and definitely you have straight wine. Every time is Yes, yes, and they always need oxygen. They always need a cover. not heavy, not. Yeah. Yeah. Oh, fantastic. So, Ça fait plaisir de parler avec vous. Oh, It's so nice chatting with you. So yes, it's also very strange to speak to talk English to you. So we're in between 3 languages now, but we'll manage. And I hope that we'll meet again soon. Yeah. And yes, thank you very, very much, Céline. we visit you very, very quickly. Yes, we hope so. Not sure, but the fast as le plus vite possible. oui. Okay, thank you very much. Merci beaucoup à vous. À bientôt, on Bonne espère. santé. Bisous. Ciao. Bonne soirée. Merci. Ciao. Bisous. Buvez du vin. Voilà. Jetzt haben wir ausgetrunken. Nicht da, Roxana, nicht da. Nein. No. Nein. Ja. Also irgendwie kriegen wir die beiden jetzt gerade nicht weg. Dann lassen wir sie einfach da. Ja, lassen wir sie einfach da bis zum Schluss. Und Das ist eine Filtre. haben wir gerade technische Probleme. Also, bis das dann soweit ist, machen wir jetzt einfach mal weiter. Und wir müssen jetzt natürlich auch mal sagen, was jetzt als nächstes kommt. Ja. Und ja, also eigentlich wollten wir nächste Woche mit Steffi und Fabi Lassack Das ist nicht ganz richtig. Riesling probieren. Nicht ganz richtig? Nee, in 3 Wochen wollten wir das machen. 3 Wochen. Aber es hat sich auf jeden Fall alles völlig verschoben und rumgedreht, weil nämlich Unser virales Marketing hat so genial geklappt, dass alles ausverkauft ist innerhalb von 2 Wochen. ja, es gibt kein Lassack mehr. Ähm, Das ist echt der Hammer. Ja. also es gibt noch 70 Flaschen Lemberger, falls die noch jemand möchte. Die gibt's noch? 70 Flaschen gibt's noch, ja. Okay, jetzt nur noch 64. Ja, naja, also gut, wir wollen jetzt ja den Wein da nicht da boosten. Naja, auf jeden Fall hat es alles völlig durcheinander gebracht.
Und ab morgen seht ihr dann die nächsten Weine dann komplett, die nächsten 4 auf unserer Webseite. Genau, die kann ich jetzt auch kurz sagen. Okay, dann kannst du sagen. Genau. Es gibt auch am Freitag wieder einen neuen Newsletter. Und Leute, wenn ihr noch nicht abonniert seid, abonniert den, weil das lohnt sich. Da gibt es ein paar echt krasse Sachen, Ja. die es sonst nicht gibt. Mhm. So, und Den jetzt? Newsletter abonniert ihr am besten, wenn ihr auf unsere Homepage geht. Ja. Da kommt dann so ein schönes Pop-up. Und nächste Woche trinken wir hier an dieser Stelle den Spätburgunder Schneid vom Andi Knaus mit euch. Das ist der 2017er. Die Woche drauf wird es sein der Appel des Sirènes von François Villard, ein richtig schöner Syrah von der nördlichen Rhone. Dann kommt ein Wein aus Italien, was nicht so oft ist bei uns. Ein richtig leckerer Chianti Classico aus Castellina in Chianti vom Weingut Castagnoli. Da wird uns, glaube ich, der Tim Schäfenacker begleiten, der Deutsch spricht. Und sonst danach? Na, wir wollen einmal, weil es ja auch immer so ein Thema war, Schwefel und so, aber das ist noch nicht abgefüllt. Da wollen wir aber Céline hört sehr aufmerksam zu. Da wollen wir ein Tasting mal machen mit 2 Weinen, und zwar unseren eigenen Cabernet Franc, weil wir haben eigentlich von 2012 bis 2018 den immer ohne Schwefel gemacht. So, jetzt sind sie weg. Ja. Und Roxane hat gerade ihr neues iPhone runtergeworfen. Also auf jeden Fall von 2012 bis 2018 einschließlich war der immer ohne Schwefel, und das hat uns auch gut gefallen, aber ab 2019 machen wir wieder ein bisschen Schwefel dran, und da haben wir eben die Möglichkeit, mal den gleichen Wein zu probieren in einem Jahr Unterschied, aber einmal ohne Schwefel zugesetzt und einmal mit ein ganz klein bisschen Schwefel. Ja, und die Charlotte freut sich, dass wir endlich mal 2 Flaschen nehmen. Ja, die trinken wir wahrscheinlich auch aus. Ich bin mal auch sehr gespannt. Ja, Kathi, gleichfalls. Und das wird sicherlich interessant, aber der 19er ist noch nicht abgefüllt. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Müsste eigentlich jetzt mal demnächst soweit sein. Ja, und dann, ach ja, genau, wir pausieren jetzt mal mit unserem Posting-Challenge ein bisschen. Wir sagen euch dann, wann es wieder weitergeht. Ihr dürft natürlich selbstverständlich trotzdem posten, ne? Klar, aber es gibt halt keinen Wein. So, der Carsten fragt, geht es dann 2 Stunden? Nee, ich glaube nicht. Wir beeilen uns dann einfach mit dem Trinken ein bisschen. Wir müssen ja auch ab und zu noch mal ein bisschen schlafen, weil wir haben gerade sehr viel Arbeit. Wir haben da gerade, wir brüten da gerade was aus, aber verraten wir noch nicht. Jetzt dann sehr bald auf unserem Instagram. Und überhaupt und auch in echt. Ja, das auch. Ja. Übrigens, nächste Woche wahrscheinlich ohne mich. Das stimmt, du bist ja in Österreich, ne? Ja. Vielleicht schalte ich mich ganz am Anfang dazu, aber dann... Ja, machen wir es wieder mit der Charlotte, ne? Ja, machen wir wieder mit Katzen. Nächste Woche wieder mit Katzen, jawohl, wenn die kommen immer freiwillig. So, und jetzt hören wir auf zu quatschen. Jetzt machen wir hier Schluss. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis nächste Woche. Bis morgen. Ciao. Tschüss.